Wel, het is de laatste zondag wat we dit jaar gaan. We reden nog laatst, ik geloof wie bij hem zei als ik er schaffen deed van. En dan reden we van Vision 2020, want ons zijn goud eerst de naam dat Vision 2020. En ik zei next jaar dan weer mijn 2020. Ik geloof jullie wat ook zijn. Herman zei dat we nu alle even moeten denken aan, het zijn al jaren terug, onze grote alles klein weer, en ik leef van Saas en Onja. En Weihnachten als we top weer en dan ze de geschenken opmerken dat Jenk zei zo als we zouden verzinnig wat dat wat ze wijzen hier am screen. Zo bozig als het gaat. En dat deed niet lang, dan hadden ze dat alle opgemerkt en zat die eine door manche al die papieren en keek ze ram en treurig en it's all over, geloof ze. Wel, dit jaar is ook mij zeker, maar ik hoop niet dat ons dat zo treurig merken dat. Dit is een vrouw wat je geloof ik nog niet veel geworden gehoord hebben, maar had allemaal ergens weer van jullie gedacht, want je kon een kind worden. Ik hoorde niet, ik heb me even gedacht en ik bedoel ook zeer veel van jullie worden even gedacht hebben. Dus dat is wel niet helemaal krijgt die waarin. Kan je me dat goed hier, want dat zo ha? Goed. Ik wil wat versen lezen van Johannes kapitel 1. En dan wil ik mal zeggen, wat dat daar zeggen dat wij eens een kind worden. Johannes kapitel 1 van vers 1 durch 4 en dan vers 14. Daar zegt dat zo. Am Anfang weer dat woord, en dat woord weer bij God, en dat woord weer God. Hij weer am Anfang bij God, en want dat zegt hij, ik neem aan dat meint Jezus, hij weer am Anfang bij God. Durch arm wordt alles gemerkt, en onarm wordt niets gemerkt van wat gemerkt is. En hij weer en arm weer leven, en dat leven weer dat licht voor de mensen. En dan vers 14. En dat woord wordt mens, en woont mank ons. En we zouden zijn herrlichheid, een herrlichheid zoals een vader zijn einzigen zin heeft. Vol van genade en waarheid. Jezus, die weer bij God, en durch arm, zoals dit woord zei, dat God de ganze Welt merken. So hij weer zeer hoog, wanneer we dat in onze spraak würden sagen. Zeer hoog op Staub wird wir können sagen. Aber wenn wir dann bei 14 gehen, da sagt das, und das Wort wird Mensch. So, dort wie Jesus, der wird Mensch. Und wir haben die Weihnachtsgeschichte durch, wo wir das gehört haben, dass Jesus wird aus einem Kind geboren. Hij weer einmal dat wat de Welt merken deed, en nu wordt hij een kind. En daar werd vroeger die vrouw. Hij had mal gedacht om een kind te worden. Jezus was veel meer als wij, en hij deed dat. Hij deed dat voor ons, voor die en voor mij. Ik geloof, want dat in mijn ene woord wordt zaten. John zei, hij had zich verkeld en ik mag door je lijden. Vers 14, van mijn ene woorden wil ik zeggen, en dat woord wordt een baby. Jezus wordt als een klein baby geboren in deze wereld. Jezus heeft durch wem alles gemerkt is. Hij wordt geboren zoals wij mensen. Aber hij wordt niet in een hospitalbad geboren. Hij wordt im stal geboren. Ik weet niet wo je, maar we hebben hier mal wat gezien over tv en wat die daar vermerken dan. Dat is veel interessant. En dan weet je, dat stammt gar nicht alle.
Aber Menschen merken sich irgendwas, wo dort können gewahr sein und dann dort noch uitbeteren. So, Jesus wie im Himmel, mögt die Welt und kam auf aus dem Baby. Du hast noch eine Himmelsgestalt. Oh, jetzt, ja, ich finde ja. Wir wollen die beiden Bett betrachten, der andere Welt bloß ein kleines Bett. Aber das erste von Jesus, ein Wort Paulus von ihm geschrieben hat, mir ist das immer sehr interessant, sind von mir sehr wertvolle Versen. Philipper Kapitel 2 von 6 bis 11. Da sagt er so, Hei wir so aus Gott, aber dort sagt er nicht so an uns, wenn er dort mit Gewalt festhalten muss. Und hier, wenn dort sagt, Hei, nehme ich an, dort meint war Jesus. Er trug sich dort so aus Gott sein uit in einem Knechtsgestalt an und war dort so aus wie Menschen, geboren als ein Mensch. So er leidt dort ganz seine Gottheit, leidt er dort im Himmel. Und dann kam er hier rauf, dass er man ganz wie in uns Leben leidt. Dann Vers 8 sagt es, demutig mög er sich gering und wordt gehoorzaam bij om dood. Bij hem dood om Kreuz. En dan Vers 9, da fängt er diesen Weg an, dann sagt er, Wuawäajen. Und wenn da so ein Wort als Wuawäajen oder Ober oder Doram, dann meint er nu wat er wat anderes sein. Und das ist was Paulus hier tut. Vers 9 sagt er, Wuawäajen hat Gott am zum allerhöchsten Platz gehoben und einen Namen gegeben, der über alle Namen steht. Dort in Jesus seine Namen sich alle Knien im Himmel und auf der Erde und unter der Erde beten sollen. Und alle Zungen zu Gott seine Verherrlichung bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. So das ist, was Paulus geschrieben hat von Jesus. Er wie bei Gott, er sagt dort nicht so an, oder er weiß dort, das ist nicht so, was ich mal probieren festzuhalten. Der Präsident in Bolivia, der will das hier festhalten, sein Amt, aber er muss das gehen lassen. Das ist nicht mit Jesus noch keinmal so gewesen. Er braucht nicht sein, wo er dort wird festhalten. Dort wir sehen, dort bleibst du. Noch eine andere, auch, ich würde den Namen Himmelsgestalt. Fingen wir im Alten Testament in Jesaja, und dort ist ein Engel, der Engel Lucifer. Die waren bekannt damit. Und das wird Jesaja von dem geschrieben hat. Wo bist du vom Himmel gefallen? Du wirst so ein Tag am Morgen stehen. Du sitzt in dein Hort. Ich war nachher stehen bei dem Himmel. Ich war meinen Traum, boven Gott seine Stirns abstahlen, dort ich heche aus Gott seine Stirns auf meinen Traum sat. Ich war boven in de Wolken gehen und war dort so aus der Höchste sein. Und dann Vers 15, du hast das Wort Ober. Aber nu bist du hier bei den Verstorbenen in der tiefste Ark gekommen. Lucifer, wir, so ist das hier sagt, ein Tag am Morgen stehen, apparent in den Leuten sehr Schmack, und er erhofft sich. Jesus, der sich demutigen. Das Lucifer, der erhofft sich, und er wird das ganz Boverste sein. Und das schafft nicht, Gott leidet nicht, und Gott starrt am Rüt. Und das war das meint, wenn das hier sein wird. Nu bist du hier bei den Verstorbenen in der tiefste Art gekommen. Dort ist das, was so tun ist, was feind ist, was die Sinnhaft in die Welt gebracht. Wo wir unser Leben machen, was in der Welt ist und wo wir ins Portlich, der ganzen Chor, nur nach Weihnachten ist. So wir singen von Lucifer, von den Engeln, die will sich hochheben. Wir singen von Jesus, wo der demutig wird, der leitet sich herauf. Und da ist der, für wem dort sagen, dass Gott auf am Hoch und gef ihm den gradsten und den besten Namen, was wir an sich denken können. Für Sonntag, nicht Sonntag, Weihnachten, als Pastor Quentin reden, dann kam die Frau, was ist die Ursache, dass Jesus auf die Erde kam? Und der Antwort ist ganz kort. Er sagt, dass wir können geraten und erleist worden. Das ist die ganze Ursache, dass Jesus
op deze wereld, oder naar deze eerdkomendheid. En Paulus en Petrus, die haben beide twee Gieder een zeer fijne Vers over geschreven. Dieser Messkreis überein, die Bedienung ist überein. Paulus schreibt in 1. Timotheus 2,4, so steht, die da haben will, und da meint Gott, das würde mir anders sein. Ich schaffe dus, das soll sehr mit meinem Hals bereden, das soll glatt sein, und der ist nicht. Das sagt er so, die da haben will, dass alle Menschen sollen geraad worden en de waarheid kennenlernen. Dat alle Menschen sollen, dat is een klein woord, alle, aber dat heeft een zeer grote Meinung, sollen geraad worden en die sollen de waarheid kennenlernen. Wel, vielleicht fragt er weer, wat is waarheid? Als Jezus voor Pilatus stond deed, hij weer de König oder allemaal de leider van het land, die vroeg ook deze vrouw, als Jezus hem verheerd had, wat is waarheid? Aber wenn wir in der Bibel lesen, dann hat Jesus keine Gelegenheit zu sagen, was das wäre oder dass er die Wahrheit ist. Die Bibel sagt, da jenke Fuß zurück. Aber Jesus selbst sagt, seht all Eier aus dort, in Johannes 14, Vers 6. Ich sehe die Wahrheit, die Wahrheit. Hier sagt er ist die Wahrheit, und er ist die Wahrheit, wo er dort von reden wird. Und er ist auch dort Leben. Keiner kämpft nun vor, da bietet dich an. Petrus, die Schrift 2. Petrus 3, Vers 9, das letzte Wort. Will's hei, und dann muss wir weiter sein, und mein Gott, will's Gott will haben, dass alle Mann sich bekehren soll, und dass keiner verloren geht. Das ist, was Gott will, dass jeder einer soll sich bekehren. Ich weiß das, und je weten das auch alle, da sind viele Menschen, die tun nicht, die wollen nicht, die glauben nicht, oder die sagen, du hast kein Gott, sonst gibt es gar nicht. Weil die wollen, so ist Paulus das schrieben, die dort alle Knien sich behen würden, die wird im Himmel all sein, die wird von der oder immer noch beirrt sein, auch die Jüngeren, die wollen sich einen Tag alle behen. So sei er aus Menschen dort von der sagen, du hast kein Gott, und sie wollen sich keinmal bekehren. Die wollen dort ein Tag doch sein, aber da wird er zu lot sein. Wir fingen von der, dass Jesus kam, die Menschen zu raden, auch all viel wieder trägt, Jesus geboren wird. Einmal fing wir, dass Josef und Maria, die wären endlich befreit oder engaged. Und dann war Josef auf einmal an, dass Maria wie in einer anderen Zeit. Und sie wohnten aber noch nicht taub, aber sie lebten nicht taub. So er dachte, wie andere gewesen. Und er wollte verloten. Und dann kam der Engel noch an und er sagte, Josef, fürcht dich nicht, deine Frau Maria die zu nehmen. Dort wird sie in sich trägt als vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Dann wird sein Fall von ihrer Sünden raden. Das wird der Engel zu Josef dann sagen. Wird sein Fall von den Sünden raden. Und Jesus selbst sagt in Lukas Kapitel 19, Vers 10, dass die Menschen sehen, es gekommen, zu segnen und seilig zu merken, die verloren sind. Dat is wat hij komen deed. En ik had deze uitdruk gebruikt. Dat ja mensen die zeiden, ik hoop ik was zeer nog praten kan, dat God me wat aannemen. Want je, zo weit als ik mijn Bibel kan, du hast nur nicht so, dass das gefährlich ist oder dass das schwer ist. Kriegst du es hier auch, das ist Lukas dort hier von Jesus sagen, dass er ist gekommen zu segnen. Wir dürfen gar nicht segnen. Wir dürfen bloß ja sein, das annehmen. Das ist ganz leicht, das ist sehr einfach. Und das ist auch ganz leicht und das ist eine Wahrheit. Im Alten Testament wird dort die Priester, die müssen immer Opfer bringen. Jeder Tag müssen sie Opfer bringen. Und dort wir immer, wen die sind,
Aber das können die Sinn nicht wahrnehmen, dass wir bloß eine Sinn bedaken. Und dann müssen die Tag für Tag, und das hält ein Jahr fair, oder kann die Opfer nicht alle, aber sie müssen für gewisse Dinge jeder Jahr frisch für dasselbe Denken Opfer bringen. Gott hat durch Moses darüber gesagt, dass er würde an einen Propheten schicken sollen, als Moses wir, und dem soll sie horchen. Und da lernen die Israeliten nur. Die lernen, dass die Tag, die soll mal kommen, dass Messias wird kommen. Galater Kapitel 4, Vers 4, da sagt er, als die Zeit erst kam, gekommen wir, schickt Gott seinen Sehen. So dort erst kriegten, wie Weihnachten oder wie vielen dort, wir weit nicht näher, Pastor Quentin redet einmal von, dort kann sein, dass Jesus vielleicht im September geboren wird, aber was immer das ist, als die Zeit gekommen wir, dann kam Jesus auf diese Welt ab. Und dann kam er mit den Genoden ab. Und dann ändert das alle. Dann braucht er nicht mehr alle Tage und für jeder denken, so sei er geopfert. Ein Schreiber, der stahl dort diesen Weg, der Apport sagen, im Alten Bund wird dort ein Schub, im Neuen Bund wird dort Jesus. Im Alten Bund wird dort alle Jahre opfern, im Neuen Bund wird dort ein Opfer. Im Alten Bund wird dort Blut von Tieren, im Neuen Bund wird dort Blut von Jesus. Im Alten Bund wird dort die Sünd zu bedaken, im Neuen Bund wird dort die Sünd wahrnehmen. Im Alten Bund wird dort bloß für Israel, im Neuen Bund wird dort für alle Menschen, oder ist dort für alle Menschen. Und hier muss ich denken an, was David schrieb hat in Psalm 103. Da sagt er, so wie das der Osten vom Westen ist, nimmt er unsere Sünden weg von uns. Und wenn ich dort kann nicht rechnen, wo wie das ist, dann soll ich mir das nur hier nochmal sagen. So, das Opfer, das wir im Alten Testament, dass wir aber nicht dort, was Gott wirklich will haben, was das soll sein. Er hat noch was anderes im Ziel, was anderes im Plan. Der Hebräer schrieb eine Schrift, das steht im Kapitel 10. Du wirst mit Brandopfer und Sündopfer nicht zufrieden. Er sagt, Opfer und Goven, Brandopfer und Sündopfer gefallen mir nicht. Dann sagt er, und ich glaube, hier kommt das Wort an, dort wie Jesus, hier sehe ich sehe gekommen, Gott dienen wollen zu tun. Er sagt, das erste und sieht, um das zweite abzurechten. Alle Priester werden angestellt, Tag für Tag ihre Gottesdienst zu verrichten und immer weiter dieselbe Opfer zu bringen, die doch keinmal die Sünden wahrnehmen können. Und dann Vers 12, das war das Wort Ober. Aber des Priester, Jesus, hat ein einziges Opfer für die Sünden gebracht, das für immer gut ist, und sagt nu bei Gott zu der rechten Hand. Und schub, was sie opfern deiden, und das Blut über versprengen, was immer sie deiden, dort hält nicht fair, dort wir bloß zum dort bedaken. Aber als Jesus kommen deiden da am Kreuz auf Golgatha, hängen deiden sein Blut rauf ranloten, und auch all beim, als sie am Verschachten deiden, dort trägt Taufe. Jeder einem, für alle Menschen auf der Welt, für immer. Du darfst keinmal mehr weggehen und sagen, oh, das trägt nicht zu, was ich getan habe, das so euch, niemand da noch ein Opfer getan. Sondern das dort jaft euch. Dort hat Jesus alle genug getan. Und er lehrt nicht bloß nur ans, und er ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Nicht, dass er abpassen wird, was wir tun, aber er sieht, was wir tun. Und 1. Johannes, der Schrift Johannes ist das, Kapitel 2. Liebe Kinder, ich schrieb ihnen das, dass die von der Sinn wegblieben. Wann aber doch wer sündigen soll, dann habe Jesus Christus den Gerechten, der ohne Sinn ist, der bei Gott, dem Vater, für uns anstoßen wird. Christus hat mit seinem Tod unsere Schuld betont. Und dann sagt Petrus wieder von dasselbe, Gott hat den Preis getont und den
Gott hat den Preis getoold ons van de dood geworden eraf te raden. Dat je van jullie veel oudere metgeërven hebben. Dat wir nicht billig, dat wir nicht mit selber in Gold gedungen, aber mit dat diere Blut Jesu Christi, dat Gottes Lamm, dat ohne senden wir. So, für uns ist das sehr einfach und sehr billig. Aber wir sollen keinmal denken, dass unsere Seiligkeit wir billig, dass wir sehr dir, dat kostet Gott seinen einzigen liebsten sehen, was er hat. Im Alten Testament muss das ein fehlerloser Schub sein, weil im Neuen Testament, oder für das muss auch ein fehlerloser Mensch sein, wenn wir das nennen, haben wir dann Mensch. Und da wir saß keiner zu finden aus Jesus allein, wo du fehlerlos wir. Und dort, wo wir in Jesus wahrlich wir, er wusste, dass keiner konnte das sein, und er wir wahrlich dort zu tun. Und dort ist für immer gut. Wieder in Hebräer 9, 28, da sagt er, so wird Christus einmal geopfert, viele Menschen ihre Sünden wahrzunehmen. Nun wollte ich vielleicht sagen, das war das Sprachstück, was Wiebe sagt. Einmal sage ich, das für alle Menschen, und nun sagt der Hebräer-Schreiber hier, viele Menschen ihre Sünden wahrzunehmen. Weil wir wollen sagen, was er meint damit. Wenn wir nur Römer Kapitel 5 gehen, durch am 12. Vers sagt er so steht, darum so aus der einen Mensch die Sünd in der Welt kam, und durch die Sünd der Tod, so hat sich der Tod über alle Menschen gespreit. So die Sünd, der Tod, was dort folgen wird, das ist über alle Menschen gespreit. Jeder einen, was hier bin ist, auch was nicht hier bin sein. Und dann im Vers 18 in dem selben Kapitel, da sagt er, so ist durch einen Mensch seine Sünde Verdammnis über alle Menschen kam, so kam durch einen seine Gerechtigkeit für alle Menschen. Kam die Gerechtigkeit für alle Menschen. Dort, was Jesus getan hat, dort ist für alle Menschen. Aber zoals ik eerst zei, die nemen dat lang niet alle aan. En door we eens zeggen dat hij viele Sünden kan wegnemen, aber so wir das nicht annehmen, dat der Sünden kann er nicht wegnehmen. Er kann den nicht wegnehmen, wenn wir den nicht loslassen tun. Und das ist, was er meint. Aber trägen bei Johannes 1, Vers 12, da sagt er, all die am Abnehmen und an seinen Namen glauben, jij hebt dat Reich Gottes Kinder zu worden. Er sagt nicht alle Menschen, er sagt all die, wat ik leven deiden. Johannes saß Vers 47, da sagt er, ich sei jüngte Worte, wer an mich läuft, haft dort ewige Leben. So dat, hier kommt das weiter nennen, das ist so einfach. Er sagt, bloß wer an mich läuft, hat dort ewige Leben. Je en trägen belis oss till, jemand sieht kort dann an keiner, wir die Lehre somewhat anders, als was wir lehrt haben. Und dann wir Menschen, die sehen, dort wird mal nicht so einfach sein. Dort wird mal nicht so einfach sein. Weil das Wort sagt dort ist so einfach. Wer dort läuft, der wird ewiges Leben haben. Wir haben noch ein paar Dinge, wo wir können nur gucken, was uns wissen tun, dass das wirklich einfach ist und dass das auch wirklich vor allem erst kraken tun, was wir getan haben. In der Apostelgeschichte, da haben wir die Geschichte von Paulus und Silas, dass wir Missionaren, die in der Welt herumreisen, und Gott sein Wort predigen. Die waren in Philippa und die waren dort verprügelt worden und dann im Gefängnis gestoppt. Die hochdeutsche Bibel sagt, dass er feit im Stocken hat. Das meint,
Dat is een boel oder 2 bolen en dan door halve lager en dan de bein door durch, bein en dan wordt er topgeschroen, so die kunnen gar nicht gaan. Bilder, wenn wir dort sein, dann ladet sie dort, was Paulus und Silas wären. Aber dann sagt er, dann mitten in der Nacht, dann beten sie und dann singen sie. Und als sie dort deuten, dann plötzlich da wieder ein großes Erdbeben. Alle deren gingen op im Gefängnis. Alle, was da mit Kjeem vast wären, oder auch mit so einer Stadt, mit den Bohlen, die wären alle los. Die Absichter, die da abpassen, die deed wat hij nicht soll. Hij schleibt und hij soll gar nicht schlupen. Und dann wirkt er ab und dann setzt er alles op. Und das Erste, was er denken dat, die Prisoners, die sind alle weg. Und hij wäre verantwortlich dafür, wenn die wegkommen, dann das kostet ihm sein Leben. Und dann sagt er, futz nur sein Schwert. Und das wird Paulus sein, der wird Apostelgeschichte 16, Vers 28, da sagt dort, Paulus schrie uit vollem Hals, du die keinen Schulden, wir sind alle hier. Und dann kickt er ran, und dann wird er dort gesehen haben, oder wird er gekickt haben, das ist nicht, was die Bibel sagt. Und dann früher nur ein Licht, ich weiß nicht, was sie für Licht gehabt haben dann, und dann ging er da näher, und dann in Vers 30 sagt er, und hij zei, lieve Herren, wat moet ik doen dat ik wil geraad worden? En dat is wat ze zeiden. Gleich aan dem Herrn Jesus Christus, dan wirst du en deine Familie seilig. Nicht nur allein hij. Gleich aan den Jesus Christus. Hij weer die wat hij door had im Gefängnis gehouden en zei allmählich wie auch einer von die, wat hij door halben schachten. Daar reden zij nichts van. Bloß gleich aan Jesus Christus, dan wirst du en deine Familie seilig worden. So einfach ist das, dort zu erreichen. Noch ein anderes, was wir auch kennen, sein, Jesus hang am Kreuz zwischen 2, was wären das? Freund? No, die Bibel sagt Mörder. Jesus hang zwischen 2 Mörder. Dort wären so eine, was andere Menschen haben dort gemerkt und vielleicht verschiedenste andere Dinge. Der eine, der sagt auf einmal, wer hei wir und wer die wir, was besieht am Hang. Lukas 23, 42, da sagt dort, Herr, denk an mich, wenn du in den Recken kommst. Und dann der nächste Vers, Jesus sagt ihm, ich sage dir die Wahrheit, du wirst von der und mit mir im Paradies sein. Nicht von was er getan hat, dort wir kein dafür. Und er hat keine Gelegenheit, das gehen zu merken. Er hängt da und er würde hängen, was er dort wird. Aber das ist, was Jesus sagt. Und er braucht das Wort, ich sage dir die Wahrheit. Das sei gut, sei einfach und sei leicht getan. Keiner darf denken, ich hoffe, ich was noch kann praten, dass ich angenommen worden. Das Mann wurde wir, das sind 3 verschiedenste Titels, was sie verdienen haben in der Plattdeutsche. Auf einer steht erst dort ein Mörder, auf der anderen steht erst dort ein Räber und auf der dritten steht erst dort ein Verbrecher. So haben wir ein gefährlicher Mensch. Von der heutigen Tag, wenn wir an den News hören von Menschen, die da geschoten haben, dann warnen sie immer, wir sollen nicht dicht bei dir kommen, das sind gefährliche Menschen. Das wird dieser auch gewesen, das wie ein gefährlicher Mensch. Und Jesus sagt, ich sage dir die Wahrheit, von der wirst du noch da sein. It's all over. Weihnachten, wir haben einen Teil gehört von dieser Weihnachtszeit. Und ich glaube, wir haben gute Botschaften gehört, die uns abbühen sollen, die uns allen Frieden bringen. Aber da ist noch eine andere Seite dort. Nicht alle Menschen waren eine sehr gute Frau Weihnachten gehabt haben, diese Weihnachten. Und ich denke an Mrs. Sparks. Sie hat in der later Zeit ihren Mann in 2 Tagen verloren. Hier sind andere, vielleicht nicht alle hier Bernen, aber so eine was
in dat laatste jaar han een partner de kinderen verloren. Door zijn zonen wordt het al een langere tijd terug gaan. Ihre Ehepartner oder Kinder oder Eltern verloren. Und so zu denken, das ist nicht leicht. Die erste Weihnachten, nachdem meine Frau gestorben war, dann las die Prediger von der Kirche, wo ich dann war, ein Gedicht. Und er deed das hauptsächlich für mich. Wir eine kleine Kirche und da wir saß keiner, was so erfahren hat, dat Jahr aus. Und ich will das auch für Jünd lesen. Jeder einer, wer da wem verloren hat, was das nu dit Jahr ist, 2 Jahre oder 3 Jahre träger oder noch länger. Ich weiß, die sind so, die haben noch viel länger. Meint erst al 12 Jahre. Das Gedicht, das heißt, und das auf Englisch. Ich kickt, dass ich das wohl kennen, übersetzen im Deutschen, aber ich sage, das würden wir verlieren. Und die Überschrift ist, My First Christmas with Jesus. Und so als wir alle, was unsere Partner verloren haben, und mein Name wird wieder, wo meine Frau und ich, Helena, Nancy und Jake Wiens, ich weiß nicht, Frank Wolf, dat zijn zo'n wat in een latere tijd hebben en dan zijn nog länger. Aber kriegen dan wie lang dat is. Mocht dit gedicht ons helpen, dat we kunnen troost vinden dat es goed dat passiert is. My first Christmas with Jesus. I see the countless Christmas trees around the world below, with tiny lights like heaven's stars reflecting on the snow. The sight is so spectacular, please wipe away the tear, for I am spending Christmas with Jesus Christ this year. I hear the many Christmas songs the people hold so dear, for it's beyond description to hear the angels sing. I know how much you miss me. I see the pain inside your heart, but I am not so far away. We are really not apart. Be happy for me, dear ones. You know I hold you dear. Be glad I'm spending Christmas with Jesus Christ this year. I send you each a special gift from my heavenly home above. I send you each a memory of my undying love. After all, love is the gift, more precious than pure gold. It was always the most important in the stories Jesus told. Please love and keep each other as my Father said to do, for I can't count the blessing or the love he has for you. So have a Merry Christmas and wipe away that tear. Remember, I am spending Christmas with Jesus Christ this year. Mocht dat een zegen zijn, wel we beden. Voor am Himmel, we danken dir voor die genade, we danken dir voor die life, en we danken dir nog wat voor die Weihnachtstijd, wat we aan konntelijk leven, en voor die manche vreden, wat we erfahren haben. En ik bid voor zo'n wat schwer gehad haben, deze tijd wens, dat ihre Partner oder von der Familie sind nicht mehr hier, dass sie an das können denken, dass die Partner, die sind nun nicht mehr hier, aber die sind bei Jesus und die haben dort die Weihnachtszeit gespendet und was viel besser ist. Und mag dort für jeder einen ein Trost sein. Nu wollen wir von hier gehen, ich bete, dass du uns mit ihnen sehen und loten musst. In Jesus' Namen. Amen.